Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des ukrainischen Javelin-Schützen von Dan Models im Maßstab 1:35. Ich denke, das ist eine zutreffende Behauptung, wenn ich sage, dass spätestens seit diesem Februar ein verstärktes Interesse an den ukrainischen und russischen Streitkräften unter uns Modellbauern herrscht, denn das Thema ist, ob es einem nun passt oder nicht, einfach omnipräsent. Dabei liegen die Sympathien zu einem überwiegenden Teil klar bei den Ukrainern, und zumindest ich persönlich habe das Bedürfnis, mich damit auch modellbauerisch zu befassen. Und ich vermute, dass es vielen anderen genauso geht. Einen Großteil der in diesem Krieg eingesetzten Fahrzeuge gibt es ja schon seit einigen Jahren als anständige Bausätze, da herrscht also kein Mangel. Was aber noch fehlt, sind die dazu passenden Figuren. Bis sich die bekannten großen Hersteller damit befassen, kann es noch ein bisschen dauern. Immerhin gibt es schon ein paar angekündigte Figurensätze von Masterbox und ich bin mir auch sicher, dass Mini-Art sich ebenfalls darum kümmern wird. Trotz allem, hier sind so manche Kleinserienhersteller etwas reaktionsschneller, wie zum Beispiel Dan Models aus der Ukraine. Die haben schon ein paar passende Figuren zum aktuellen Geschehen im Angebot, wie etwa diesen ukrainischen Javelin-Schützen in zufriedener Siegerpose. Neben der Bayraktar-Drohne und dem HIMARS-Raketenwerfer hat sich auch die Javelin-Panzerabwehrrakete durch die Berichterstattung und die zahllosen Videos von den Kämpfen in den sozialen Medien einen schon beinahe mythischen Ruf erworben. Die Javelin ist eine sogenannte Fire-and-Forget-Panzerabwehrrakete, man erfasst also das Ziel und feuert die Rakete ab, die danach eben selbstständig das Ziel trifft und im Idealfall auch zerstört. Die Kampfentfernung liegt zwischen 65 und 4000 Metern und es stehen zwei Angriffsarten zur Verfügung. Meistens sieht man den überhöhten Angriff, die Rakete steigt nach dem Abschuss steil nach oben und stürzt dann in einer sehr steilen Flugbahn von oben herab aufs Ziel. Das hat den Vorteil, dass die meisten gepanzerten Fahrzeuge auf der Oberseite schlechter geschützt sind als vorne oder an den Seiten, weil meistens hat man ja oben irgendwelche Einstiegsluken oder auch irgendwelche Öffnungen für die Motorbelüftung. Bei der zweiten Angriffsart fliegt die Rakete in einer sehr flachen Flugbahn dem Ziel entgegen, was eine schnellere Bekämpfung erlaubt, da die Rakete ja nicht erst an Höhe gewinnen muss. Allerdings trifft dann die Rakete auch auf besser geschützte Bereiche des Ziels. Die Trefferquote liegt ungefähr bei 75% und dank der Tandem-Hohlladung führt ein Treffer meistens auch zur kompletten Vernichtung des Ziels, egal um welchen russischen Fahrzeugtyp es sich da handelt. Schon einige Jahre vor der russischen Invasion hat die Ukraine einige hundert Javelins von den Amerikanern erhalten und war somit mit diesem Waffensystem schon vertraut. Umso effektiver ist jetzt auch momentan der Einsatz gegen das russische Militär, weil die Soldaten eben schon gewisse Erfahrungswerte haben. Dank der schnell anlaufenden Hilfslieferungen, vor allem aus den USA, haben die ukrainischen Streitkräfte noch mehr Javelins und auch andere Waffensysteme bekommen, mit denen sie sich dann hoffentlich auch erfolgreich verteidigen können. Soviel zu den Hintergründen, schauen wir uns jetzt die Figur näher an. Was wir hier vor uns haben, ist eine Resin-Figur, ganz passend zu den aktuellen Ereignissen, steht ja auch hier vorne auf dem Etikett drauf, ukrainischer Soldat 2022 eben mit dieser Javelin-Panzerabwehrrakete. Wir müssen uns kurz vor Augen halten, dass diese Resin-Figur hier ja unter Kriegsbedingungen entwickelt, gefertigt und verkauft wurde. Also ich habe das direkt auch in der Ukraine bestellt bei einem Online-Shop, der eben Figuren von Dan Models führt. Ist hier in Deutschland nicht so ohne weiteres zu bekommen, außer vielleicht durch eBay oder so. Ja, und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also da kann man auch sehen, dass das Leben trotz allem weitergeht und weitergehen muss und dass ja die russische Armee über das ukrainische Volk einfach keine Macht hat, so ohne weiteres, wenn die immer noch in der Lage sind, ja, Modellbausätze zu entwickeln und ja auch zu vertreiben. Ja, die Verpackung ist ganz typisch, wobei ja man sieht, die Qualität von dem Karton ist jetzt nicht der Hammer, aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es momentan mit der Kartonproduktion in der Ukraine nicht weit her ist. Deswegen ist es schon okay. Ja, in der Schachtel haben wir dann zwei Tüten mit den Teilen und auch hier den kleinen Zettel. Das schauen wir uns dann später an. Ja, hier einmal ein Beutel mit der Bewaffnung und hier dann die Teile für die Figur an sich.
ja, ich denke, die Verpackung könnte besser sein, aber so Figuren in der Art sind eigentlich nicht so empfindlich. Also der Karton reicht aus. Man muss ja sehen, was da momentan los ist in der Ukraine. Hier dann die Bauteile nochmal hier in der Übersicht. Die Aufteilung ist eigentlich ganz klassisch, also so wie man das auch erwarten würde und wie man es auch von anderen Resin-Figuren kennt. Ja, Oberkörper, Beine, Kopf, Helm, Arme sind separat und noch ein paar Ausrüstungsgegenstände. Das ist hier alles Resin und hier die Bewaffnung, also die Javelin und die beiden Sturmgewehre. Das sieht eher nach 3D-Druck aus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist, wenn es ein guter 3D-Druck ist, kann man es eigentlich nicht wirklich sehen. Deswegen, mal unter Vorbehalt. Ich vermute, dass das 3D gedruckt ist. Schauen wir uns die Bauteile nun näher an. Der Kopf ist hier schon abgefallen, deswegen fangen wir damit gleich mal an. Also das Gesicht sieht sehr, sehr gut aus, schön detailliert. Und der Herr hat auch ein Lächeln auf dem Gesicht, finde ich immer gut, wenn so Figuren auch ein bisschen so Emotionen eben zeigen und transportieren. Und er hatte auch einen Bart, finde ich auch ganz interessant. Ja, wunderbar. Also hier gibt es wenig zum Versäubern, außer hier unten eben diesen Angusspunkt. Ja, dann hier haben wir noch den Helm, Kevlar-Helm und ein bisschen Ausrüstung. Hier die Magazintaschen, die gehen an die Brust. Hier noch so ein Beutel und das hier ist eine Pistole im Holster. Ja, bisschen Fischhaut ist hier zu sehen, aber das ist sehr leicht zum Versäubern, genauso wie hier die Verbindungsstellen zum Gussblock. Oft ist es ja bei Resin so, dass das sehr massiv ausgeführt ist, dass man da gleich eine Säge braucht. Hier sind diese Stege sehr dünn, das heißt, das kann man sehr leicht abtrennen und versäubern. Finde ich super. Also was ich mich schon an so Resin-Angussstellen abgeplagt habe, da weiß ich das hier sehr zu schätzen. Dann haben wir hier die Beine und den Oberkörper. Hier sehen wir allerlei Schutzausrüstung, Knieschoner und auch hier eine Schutzweste. Finde ich ganz interessant. Thematisch befasse ich mich ja eher selten mit modernen Themen. Also die Antike oder der Erste oder Zweite Weltkrieg, da bin ich eher das gewohnt, was ich da zu sehen bekomme. Ja, hier, das ist doch ein bisschen Neuland für mich. Ja, ein bisschen was gibt es zum Versäubern hier, ein bisschen Fischhaut, wie man sehen kann, aber das eigentlich minimal. Ich sehe hier auch keine massive Trennnaht oder so von der Gussform. Das ist eigentlich makellos. Und auch hier die Angusspunkte zum Gussblock, die sind so klein wie möglich gewählt und auch an Stellen platziert, wo es später eigentlich überhaupt nicht stört, wo man es nicht sehen kann. Also sehr clever gemacht und qualitativ echt gut. Also ich sehe hier keine Luftblasen oder irgendwelche groben Mängel. Wie gesagt, kein Formversatz oder irgendwelche Trennnähte. Also das ist definitiv auf Augenhöhe mit anderen bekannteren Herstellern von solchen Resin-Figuren. Also kann man echt nicht meckern. Hohe Qualität würde man so nicht erwarten von so einem Hersteller, den man eigentlich nicht kennt. Dann haben wir noch die beiden Arme. Ja, einmal hält er hier die Javelin fest und hier macht er einmal den Daumen hoch. Ja, finde ich ganz cool. Schöne Pose. Passt auch eigentlich ganz gut zu dem, was man so in den Medien immer zu sehen bekommt. Die ukrainischen Soldaten scheinen doch sehr selbstbewusst zu sein. Es gibt von dieser Figur auch eine zweite Variante. Da macht er nicht nur den Daumen hoch, sondern der macht eine etwas unflätigere Geste. Ich sage nur Mittelfinger. Auch ganz nett. Ist jetzt nicht so ganz meins, aber der eine oder andere von euch, dem mag sowas ja gefallen. Und ich denke auch, dass hier die Gussform auch so angelegt ist, dass hier dann normalerweise noch diese
Variante eben vorhanden ist, die hier eben fehlt. Ist hier eben nicht beinhaltet. Ja, aber so qualitativ auch prima. Ja, kleine Anguspunkte. Die Hände könnten ein bisschen schärfer detailliert sein, aber man muss auch sehen, der trägt ja so Handschuhe. Und das macht die Details natürlich dann automatisch ein bisschen weicher. Beziehungsweise ja, ist halt ein Handschuh. Muss halt dann von der Textur ein bisschen anders aussehen. Aber so hier kann man echt nichts bemängeln. Also das ist definitiv auf hohem Niveau. Und zu guter Letzt haben wir noch die Bewaffnung. Wie gesagt, ich vermute, dass das 3D gedruckt ist, aber ja, nagelt's mich nicht drauf fest. So genau einschätzen lässt sich das hier nicht. Ich vermute es aber. Ja, hier dann die Javelin. Die ist hier so in der Transportkonfiguration, sage ich mal. Wenn die dann eingesetzt werden soll, dann nimmt man da diverse Kappen ab und klappt noch so ein Zielelement aus. Ja, das ist jetzt hier nicht der Fall, sondern so wird die eben vom einzelnen Soldaten bewegt, bis sie dann zum Einsatz kommt. Ja, schön detailliert. Eigentlich nichts zu versäubern, finde ich prima. Hier der Tragegurt, der ist hier so unterbrochen, hat aber den Grund, wie man hier auf diesem Zettel sehen kann, dass da eben die Hand platziert werden soll in diesem Ausschnitt. Deswegen hat das alles so seine Richtigkeit. Also auch durchdacht hier vom Design her. Und dann haben wir noch 2 Sturmgewehre dabei. Wir brauchen eigentlich nur eines. Warum es zweimal beiliegt, weiß ich nicht. Was ist denn das eigentlich? Eine AK-74, glaube ich. Aber da kenne ich mich leider nicht so genau aus. Ja, der Lauf ist ein bisschen verzogen. Die zweite ist besser. Die ist ziemlich gerade. Ja. Wunderbar detailliert. Hier auch mit diesen Durchbrüchen. Also prima. Und ja, ich vermute, das ist 3D gedruckt. Ich glaube, aus Resin lässt sich das nicht so gut fertigen. Aber kann mich auch täuschen. Natürlich habe ich mich dann auch gleich dran gemacht und die Figur für euch mal montiert, damit man dann auch wirklich sieht, wie es um diese Figur steht, wie die Passgenauigkeit ist und so weiter. Und wie ihr sehen könnt, das macht echt was her. Also versäubert war alles blitzschnell, war ja fast nichts zu tun. Und dann konnte ich auch schon die Teile zusammenkleben mit Sekundenkleber. Und ja, so sieht es dann aus. Wunderbar. Es hat nur hier am Hals eine ganz kleine Lücke und auch hier an den Armen minimal. Aber da reicht es eigentlich ein bisschen Mr. Surfacer drauf zu pinseln und dann ist es gut. Kennt man ja auch von anderen Figuren, egal ob es Resin, Kunststoff oder Zinn ist. Also damit muss man immer kämpfen, aber ja. Prima Figur. Auch hier die Javelin ließ sich hier perfekt einpassen. Dass es auch hier mit diesem Tragegurt dann hinhaut. Also ganz tolle Figur. Macht echt was her. Und was mir auch gefällt, ist die Tatsache, dass die auch so von der Optik und vom Maßstab her einfach gut passt. Weil meine Erfahrung ist, dass Resin-Figuren, auch wenn 1:35 draufsteht, die doch etwas, sag ich mal, größer sind, als sie vielleicht sein dürften. Und auch ein bisschen, immer so ein bisschen dicklich aussehen. Und der Kollege hier, finde ich, hat sehr passende Proportionen. Also das kommt ganz gut. Und ist auch nicht zu groß, ist auch relativ schlank alles. Also finde ich, ist sehr, sehr passend, sehr gut umgesetzt von der Maßstabsgetreue her. Ja, auch wenn der Ukraine-Krieg eine sehr schreckliche und auch verstörende Angelegenheit ist, man kann nicht wegsehen und viele, mich eingeschlossen, haben einfach das Bedürfnis, sich da modellbauerisch eben auch mit zu befassen. Und dazu ist es eben notwendig und auch gewünscht, dass man da eben entsprechende Figuren hat, Zubehör und so weiter, damit man das dann eben auch vernünftig tun kann. Dan Models hat auf jeden Fall meinen vollen Respekt, das eben
ja, in der gegenwärtigen Situation so auf die Beine zu stellen, so eine Figur zu entwickeln, in dieser Qualität dann auch zu fertigen und dann eben auch ja, verkaufen zu können. Also das ist schon echt beeindruckend. Und ja, wie ihr gesehen habt, die Qualität ist wirklich top. Da gibt es eigentlich wenig, was man besser machen könnte. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Resin-Figuren von anderen Herstellern, ist auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den Top-Marken, die man da so kennt. Also Respekt, wirklich tolle Arbeit. Preislich liegt die Figur bei ungefähr 18 Euro. Das ist schon relativ teuer, aber mir persönlich ist es das wert. Mir geht es eher um die Sache als ja, um die Euros, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt auf dem Markt auch nicht so viel zu dem Thema momentan. Das kommt alles erst noch. Und ja, bei der Figur in der Qualität, da kann man echt nicht meckern. Also ja, wen es interessiert, da sind jetzt 18 Euro eigentlich schon okay. Aber wie gesagt, im Vergleich zu anderen Figurenherstellern ist es eher teurer im Vergleich. Leider sind die Figuren hierzulande nicht so leicht zu beschaffen. Da muss man einfach ein bisschen schauen im Internet, entweder bei eBay oder halt eben direkt in der Ukraine bestellen. Funktioniert relativ gut, habe ich ja hier auch gemacht. Interessant ist da auch, dass von Seiten der Europäischen Union da momentan diverse Zollbestimmungen ausgesetzt sind. Heißt also, bis einem Warenwert von 150 Euro kann man ja, zollfrei praktisch bestellen in der Ukraine und die liefern das dann. Also ist vielleicht auch einen Blick wert, falls ihr da Interesse habt. Ja, was habe ich mit der Figur jetzt konkret vor? Wie ihr euch ja vielleicht denken könnt, habe ich da wieder ein Diorama in Planung. Wann ich da aber dazu komme, weiß ich noch nicht. Das ist jetzt was vielleicht für den Winter oder so. Mal schauen. Ich würde hier diesen Javelin-Schützen neben einen ausgebrannten russischen BTR stellen. Das wäre so meine Idee. Vielleicht so auf einer Autobahn oder einer Schnellstraße, sowas in der Art. Da habe ich relativ viel Zubehör dafür, so Leitplanken, Beschilderung und so weiter. Also da würde das sich ganz gut eignen. Gut, soviel zu dieser Figur von Dan Models. Ich hoffe, ihr fandet diese Bausatzbesprechung interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.